ich habe ein bisschen rumexperimentiert mit lokalen LLMs. Möchte ein bisschen was dazu erzählen. Was ich gleich dazu sage, irgendwie das Thema ist irgendwie super beweglich. Also ich habe, glaube ich, vor 4 Wochen irgendwie die ersten Slides gemacht und habe sie letzte Woche wieder weggeschmissen, weil Sachen einfach nicht mehr stimmen. Also es erhebt keinen Anspruch auf komplette Korrektheit. Kann gut sein, dass ihr da, auch wenn ihr nachrecherchiert, ein paar Sachen schon wieder anders sind. Vielleicht für die sich noch nicht so viel damit beschäftigt haben, diese LLMs oder Large Language Models, da kennt ihr mit Sicherheit GPT. Das sind die Modelle hinter ChatGPT. Das ist das, was gerade alle mit KI meinen und was man auch irgendwie auf allen Präsentationen sieht, dass man irgendwie ChatGPT sagt, ich schreibe ihm einen lustigen Brief zum Thema XY. Und es gibt, und die sind eben alle von OpenAI, das ist eine Firma aus USA. Und es gibt neben diesen GPT-Modellen, die wahrscheinlich qualitativ schon noch immer mit die besten sind, gibt es mittlerweile eine ganze Reihe an Open-Source-Modellen, die so entstanden sind, weil OpenAI da einfach einen wahnsinnigen Vorsprung hatte. Und dann Firmen wie Google oder Meta halt, um da irgendwie Anschluss zu finden, auch Open-Source-Modelle bereitgestellt haben. Da gibt es Beispiel ist Gemma, das ist von Google, Mistral, gibt welche, die sind für Source Code ein bisschen optimiert und ausgelegt, das ist CodeLlama, also gibt es unendlich viele. Und mit den unteren habe ich mich so ein bisschen beschäftigt, was mich einfach interessiert hat, was man da machen kann, ohne Sachen zu ChatGPT zu geben. Und da gibt es ein Werkzeug, das ist eins von, glaube ich, 2 großen, die sich gerade so ein bisschen durchsetzen, das heißt Ollama, werden wir nachher auch noch viel sehen. Und in diesem Ollama, das ist zum einen irgendwie ein Tool, was ihr installieren könnt. Also es ist einfach in den Abquellen, kann man reinladen. Das kümmert sich dann im Hintergrund darum, dass man die Modelle, also das Gemma zum Beispiel oder Llama 3, dass sich das runterlädt, auf eurem Notebook ist und das dann eine API bereitstellt, mit der man einfach sprechen kann. Also ein bisschen wie es ChatGPT auch macht. Das hat jetzt kein GUI-Frontend, wo man irgendwie Webseite was reintippen kann, aber es funktioniert in der Konsole. Das ist 2 Minuten zum Aufsetzen. Und genau, das tut dann genau das, wie es ihr von ChatGPT kennt. Also ich kann auf der Konsole sagen, Ollama run Llama 3, das Llama 3 ist das von Meta, das Model. Und dann kann ich halt einfach irgendwie Zeug reintippen. Einfach mal um zu starten, habe ich irgendwie so, wie viele Seiten laufen auf Rails. Und dann fängt das halt an, irgendwie so Sachen zu behaupten. Ich habe es nicht geprüft, aber keine Ahnung, ja, könnte schon sein, dass es hinkommt. Ist auch, kommen wir nachher noch dazu. Genau, ging noch weiter, also war eine recht lange Antwort. Kam dann auch irgendwie mit Airbnb und GitHub hat es verwendet. Twitter initially, war witzig. Genau, also soweit so erwartet. Wie gesagt, das ist eine Sache von 3 Minuten. Das ist das längste der Download von den Modellen, die so 1 Gigabyte oder 2 haben. Und dann ist eine Sache, die bei diesen ganzen LLMs spannend ist, dahin geht es jetzt ein bisschen, ist so, was wissen die Dinger und woher wissen die es? Und das, bitte? Okay, genau, ich habe dann einfach weitergemacht, so, okay, Makandra, was machen die so? So, das zweite kann es eigentlich nicht wissen, weil das Cut-Off-Date deutlich vor Launch von Makandra Academy war. Also es kennt entweder die Zukunft oder es rät, was man dann sehen wird. Und dann seht ihr unten auch, ja, bei den Conferences und Meetups, also Rails Camp Europe, keine Ahnung, Raspberry, keine Ahnung, also glaube ich nicht, dass wir da waren. Aber okay, dafür sind wir bekannt. Genau, und dann geht auch noch so ein bisschen weiter, irgendwie, was wir so machen. Wir sind scheinbar Core-Contributor, like Rails itself. Genau. Also sagen wir mal, die Richtung stimmt, aber an den Details kann man noch arbeiten. Genau, das war jetzt, genau, dann okay. So, das ist das Einzige, was ich zu einem Roman kurz gefunden habe. Modifiziert oder sieht er wirklich so aus? Ja, der sah so aus, wenn dann. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Also, und da sieht man schon so ein Problem. Ich meine, das ist jetzt nicht spezifisch zu den lokalen LLMs. Ich habe das Gefühl, dass die da mehr dazu tendieren als die OpenAI-Varianten.
wenn ihr das noch nicht gemacht habt, also die LLMs behaupten Sachen immer sehr hart und sind da sehr überzeugt davon und schreiben dann halt sowas. Also ja, irgendwie random Zeug. Das kleine Model, was besser ist, oder? Ja, genau. Das vielleicht, genau, kann ich mal noch dazu sagen, das war hier in der Übersicht. Da seht ihr irgendwie die kleinen Tags, 8b, 70b, 2b, also hier. Das sind immer die, es gibt so verschiedene Größen von den Modellen. Das eine ist mit 8 Billionen Parametern und das andere mit 70. Und das ist jetzt, was ich hier lokal verwendet habe, ist das kleinere. Einfach weil man für das große irgendwie mehr RAM braucht, was ich in dem Ding drin habe. Genau, es ist zu vermuten, dass die größeren Modelle dann auch da ein bisschen besser sind. Dann gibt es aber also nicht nur reine Textmodelle, sondern es gibt auch, das ist ein anderes Modell, ihr erinnert euch, Ollama Run und dann kann man den Modellnamen angeben. Das heißt jetzt Lava und dem kann man einfach sagen, hier ist ein Bild, erzähl mal. Könnt ihr mal durchlesen. Das ist überraschend gut. Also war für mich überraschend, ja, dass irgendwie ein Computer sowas rauskriegt. Wie lange ist das gelaufen? Kommt gleich. Das war ein anderes Bild. Wenn er jetzt Personen erkennt. Nee, Person nicht, aber ich finde es auch da eigentlich recht krass, ja. Irgendwie so posing for near a river, standing on what appears to be a concrete path, dann sky is clear, sunny day, dressed in a casual attire. Irgendwie war ich echt ein bisschen überrascht, dass das sowas rausfindet. Und genau, dann habe ich mal noch das Foto genommen. Und das ist der Roman kurz vor seinem Ableben. Und das sind so ein paar so Sachen, die, also ist auch wieder, ja, ein paar Sachen sind echt gut, irgendwie so, was ich anhabe, irgendwie kurze Haare ist optimistisch, aber aber dann ist sowas wie Laptop in front, okay. Und ich habe das dann ein paar Mal hintereinander laufen lassen, um mal zu gucken, wie konsistent die Ergebnisse sind. Und da sieht man dann, also es ist immer noch, ja, ich glaube Brille hatte ich auch, ja, ist also auch richtig. Dann, dass ich die Hände so zusammen habe, ist richtig. Dann Indoor Dining Area, das war schon krass, ja, dass es erkennt, dass es eine Kantine ist oder halt unsere Kantine. Und dann unten noch so ein krasses Detail, irgendwie, dass im Hintergrund, dass der so leicht ausgeblurrt ist. Da muss man schon fast genau hinschauen, dass man das irgendwie sieht, dass das im Hintergrund. Genau, der dritte Durchlauf. Ist dann zunehmend unverschämt. Und es stimmt auch noch mehr Sachen nicht. Also, right hand resting on the table, left appears to be holding a smartphone. Dann Cup of Dark Liquid, dachte ich mir, sieht man da den Espresso? So, nee, das kann man nicht sehen, das ist einfach geraten oder irgendwie behauptet. Genau, ja. Hast du white hair? Ja, also ich tue es mal so ab, irgendwie die Variante ist einfach noch mehr geraten. Genau, und weil die Frage gerade auch kam, also das Teambild, was wir vorhin hatten, das lief 1 Minute 20 auf dem Gerät. Was man jetzt dazu sagen muss, das ist halt rein CPU, das ist eine Intel-CPU, keine Grafikkarte. Und wenn man das Ganze irgendwie auf einem Rechner mit einer GPU macht, die Ollama unterstützt, da rentiert sich wieder, wenn man einen Gaming-Rechner daheim hat, dann ist es deutlich schneller. Dann sind es noch ein paar Sekunden, bis die Ergebnisse kommen. Genau. Habe ich ja also der Talk angekündigt, irgendwie das Ganze lokal zu machen oder halt irgendwie in einer geschützten Umgebung. Und die Frage, oder man fragt sich vielleicht, warum? Weil wenn man es gehostet kaufen kann von OpenAI oder halt von Azure, von IBM gibt es mittlerweile 1000 Anbieter, die machen das schneller, die haben Grafikkarten drin, es gibt ja kaum einen Grund. Genau, das ist also dieses Datenschutzding, was halt immer irgendwie Thema ist, glaube ich, das eine große oder die eine Idee, warum man so LLMs lokal haben möchte. Und dann gibt es noch andere, die auch relativ offensichtlich sind, das mit dem Cut-off-Date. Das heißt einfach, es gibt halt so einen bestimmten Stand, den werfen die in die LLMs rein zum Trainieren.
danach gibt es keine weiteren aktuellen Infos. Also wenn man jetzt fragen würde, weiß ich nicht, erzähl mir was über EM 2024, das können die LLMs nicht wissen, wenn sie nicht externe Quellen dazuziehen, weil es halt einfach nicht in den Daten drin war. Genau, dann fantasieren sie halt manchmal, so wie mit dem Herrn, den Namen schon wieder vergessen. Und was halt auch nicht geht, logischerweise, ist, dass man jetzt irgendwie interner damit berücksichtigt. Also wenn ich jetzt sage, berücksichtigen was aus unseren Angeboten, aus Project Hero, aus unserer Kundenbasis, das ist ja logisch, dass es nicht wissen kann, weil hat zum Glück keinen Zugriff auf Project Hero oder auf sonst irgendwas. Und da gibt es dann es gibt im Prinzip zwei Dinge, die man da machen kann, um so ein LLM anzureichern mit sowas wie Internet-Infos. Das eine ist Retrieval Augmented Generation, RAG. Und das andere wäre das LLM irgendwie nachzutunen. Und das ist das deutlich umfangreichere und kompliziertere. Deswegen habe ich mir das nochmal angeguckt, was man da macht. Und das ist vom Prinzip, kann man sich ein bisschen vorstellen, wie vorhin mit den PDF-Beispielen. Man hat einen Prompt und man gibt einen Kontext mit. Und der Kontext in den PDF-Fällen war halt einfach der Text aus dem PDF. Und üblich ist, wenn es halt mehr wird, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich habe eine riesen Codebasis oder allen unseren Code, dann kann ich den nicht mehr in den Kontext irgendwie reinpacken, weil es einfach zu viel wird. Was man dann macht, ist, man nimmt diese Ursprungsdaten, also zum Beispiel Code, steckt die in sogenannte Vektordatenbanken. Das klingt auch komplizierter als es ist. Das nimmt effektiv den Text, schaut im besten Fall noch, wenn es Ruby-Code ist, so, wo fangen Klassen an, hören sie auf, gibt noch minimal Kontext mit dazu. Und der Sinn von der Überführung ist eben, dass man, bevor der Prompt ausgeführt wird, einmal in die Vektordatenbank schaut, gibt es irgendwie Infos, die ich als Kontext mitgeben kann, die relevant wären, und die werden dann damit mit reingegeben. Das habe ich auch mal probiert, und zwar habe ich den Dashboard einfach genommen, nur den Code. Chroma ist die Vektordatenbank, und es war wirklich, also das war das ist jetzt so ein Webinterface, mit dem ich gearbeitet habe, und habe ihm nur als einziges die Info gegeben. Ich wusste irgendwie, im Dashboard gibt es Slack-Notifications, ich habe gesagt irgendwie, okay, ich will die 5 Minuten früher haben. Und ist erstmal schön, dass es ein Lob gibt für die nette Frage. Motivierend. Und ich wusste selber wirklich, ich hatte keine Ahnung, ich weiß nicht, Dashboard war ich nie drin. Ja? Und dann, ich habe mal geguckt, ob es die Methoden gibt oder ob die fantasiert sind. Die gibt es wohl. Es gibt auch die Notifier-Class, an die delegiert wird. Und dann der Rest, die Methode, die drunter kommt, stimmt auch. Ging noch ein bisschen weiter. Das ist tatsächlich der Code, der das auch macht. Und der Vorschlag wäre jetzt sozusagen dieses Minus-Verhältnis zu machen. Und also für die Ausgangssituation, Slack Notifications should be sent 5 minutes earlier. Das war alles, was ich dem Ding gegeben habe, plus den Code. Und das Ergebnis ist schon beeindruckend, dass es die richtige Stelle findet, dass es den richtigen Ruby-Code macht. Natürlich jetzt nicht so, wie wir es machen würden, aber also wenn man sich überlegt, wenn man halt irgendwie ein Projekt frisch aufmacht und keine Ahnung hat, dann sucht man vermutlich länger, als das Ding braucht hat. Wie lange ist das noch? 15 Sekunden. Und ist da das Einpflegen von Code? Das Einpflegen ist eh einmalig. Also das läuft vorher, das läuft vielleicht 30 Sekunden. Okay. Genau. Ich habe dann nochmal was versucht. Das ist wieder dieser obere Teil. Can you give me Ruby code that I can copy and paste in the Rails console to get statistics about the most ordered dishes? Ich habe nicht gesagt, was bedeutet Dish, weil ich glaube, das Model gibt es nicht. Ich wusste auch nicht, dass es da schon eine Klasse gibt, dieses Meal Distribution Report. Ich dachte eigentlich, wusste ich nicht, ich dachte irgendwie, es aggregiert dann halt über was anderes. Es sind tatsächlich zwei Sachen. Also ich habe es erstmal durchlaufen lassen, dachte mir, okay, ist leer, ist falsch, aber ist halt 2022 oben, kann nicht sein. Und dann ist diese Annahme irgendwie falsch. Es gibt keine Methode dish underscore. Nee. Ich habe es dann so umgeschrieben mit dish.title. Und das war das Ergebnis. Und das waren, also mit Fixen dann vielleicht eine Minute oder so. Und ich kannte den Code nicht. Und das fand ich relativ krass, ja, dass man da mit null Ausgangsbasiswissen das einfach da reinstopfen, dass es dann solche Sachen finden kann, wie die richtige Stelle, wo die Notifications wirklich rausfliegen, oder hier
dass sich das zusammenreimt, wie die Statistik da aussehen muss. Ja, das wäre es gewesen. Ein paar Ideen und ich könnte mir vorstellen, dass uns das künftig noch ein bisschen begleitet und begegnet.